sind zurück im Neoversum und in der zweiten Staffel der Serie geht's erstmals hinaus in die Milchstraße. Und wir lernen die ersten Aliens neben den Arkoniden kennen. Das Ganze steht in den Bänden 9 bis 16 aus dem Jahr 2012, beziehungsweise in den Platin-Bänden 3 bis 4. Wir eröffnen die Staffel, indem wir lose Enden der Vergangenen aufräumen. In der frisch gegründeten Stadt Terrania kehrt Ruhe ein. Dafür bricht das Chaos im Rest der Welt aus. Überall demonstrieren Menschen gegen ihre Regierungen und in Teilen des Globus kommt es zu bewaffneten Aufständen. Die Regierungen haben natürlich schnell die Schuldigen ausgemacht, Perry Rhodan und seine Anhänger. Die haben aber derweil ganz andere Sorgen. Nach dem Verlust der Stardust sind Rhodan und seine Getreuen erstmal ohne Raumschiff. Das einzige interstellare Raumgefährt auf der Erde ist die Tosoma 9. Jenes 10.000 Jahre alte Beiboot, mit dem Thora und der Roboter Rico von der Venus zurückgekommen sind. Die Tosoma 9 liegt als Wrack in den Adirondacks, wo Rhodans Leute sie in Band 8 zurücklassen mussten. Das Schiff verfügt über Fähigkeiten zur Selbstreparatur, aber das US-Militär kontrolliert das Wrack. Rhodan weiß, dass er die überlegene Technik der Arkoniden keinem Machtblock in die Hände fallen lassen darf. Ein großer Teil von Band 9 ist der Befreiung der Tosoma 9 gewidmet. Und ohne zu viel ins Detail zu gehen, das gelingt mit Hilfe Thoras und der Mutanten. Rhodan überführt das Schiff nach Terrania und gibt ihm dort einen neuen Namen: Good Hope. In Terrania haben der ehemalige chinesische General Baiyun und Reginald Bull das Sagen. Und sie suchen nach einem weiteren Zeugnis überlegener Technik, dem Roboter Rico. Der wurde ebenfalls in Band 8 zerstört, verfügt aber genauso wie die Tosoma 9 über Selbstreparaturfähigkeiten. Und er entstammt offenbar einer Technik, die sogar der Arkoniden überlegen ist. Umso beunruhigter sind Bull und Baiyun, als der Roboter spurlos aus dem Labor verschwindet, in dem er untersucht wurde. Bei der Suche tut sich eine Gruppe jüngst in Terrania angekommener Menschen hervor. Unter ihnen ist ein junger Julian Tiffler. Später wird er eine wichtige Figur. Rico trifft derweil mit Thoras Begleiterin Kuino Soptor zusammen, die unter einer Tarnidentität auf der Erde unterwegs ist. Die beiden gehen einen Handel ein. Er soll ihr helfen, nach Arkon zurückzukehren. Dafür bringt sie ihn zu seinem Ziel. Rico begreift, dass sein Ziel unter dem Meer liegt, auch wenn er das nicht so ganz begründen kann. In der Good Hope schreiten die Reparaturen voran. Vor allem der Hyperfunksender funktioniert wieder und Thora empfängt, völlig überraschend, einen Notruf aus dem 27 Lichtjahre entfernten Vega-System. Ein gewisser Kerlon bittet um Hilfe gegen die Echsen. Thora drängt Perry Rhodan nachzusehen und Rhodan gibt nach. Immerhin könnte eine Bedrohung in solch kosmischer Nähe auch der Erde gefährlich werden. Die Good Hope bricht zur Vega auf. Dort treffen die Terraner auf zwei neue Völker. Die blauhäutigen Feronen, die hier heimisch sind, und die echsenartigen Topsider. Und sie werden Zeuge einer Invasion. Die Topsider drohen, die Feronen zu besiegen, und Rhodan beschließt, zugunsten der Feronen in die Schlacht einzugreifen. Die Schiffe der Topsider sind selbst der uralten Good Hope unterlegen. Das ändert sich aber, als ein arkonidisches Schlachtschiff erscheint. Und das befindet sich offenbar in feindlicher Hand. Die Good Hope wird endgültig wrackgeschossen und stürzt auf dem 8. Planeten des Vega-Systems ab. Die Terraner werden getrennt und verbringen einen Großteil der Staffel in zwei Gruppen. Eine um Rhodan, die andere um den Teleporter Taco Kakuta. Thora fällt den Topsidern in die Hände und Rhodans Mitstreiter Rod Nissen kommt ums Leben. Derweil tritt auf der Erde ein weiteres Alienvolk in Erscheinung.
Während Terra auf Rodens Rückkehr wartet, taucht ein fremdes Raumschiff im Sonnensystem auf. Gebaut haben es die Phantan, die durch einen Notruf der havarierten Aetron auf die Erde aufmerksam wurden. Sie sind auf der Jagd nach Besun. Nach einiger Verwirrung stellt sich heraus, dass damit wohl Souvenirs gemeint sind. Nach Auffassung der Phantan können das aber auch Gebäude, Landschaftsmerkmale oder lebende Personen sein. Reginald Bull, Eric Manoli sowie die beiden Mutanten Sid Gonzales und Sue Miafiore geraten in die Hände der Außerirdischen. Die nächsten Romane spielen also auf 3 Handlungsebenen, nämlich im Vega-System, bei den Phantan und auf der Erde. Auf Terra lernen die Terraner mehr über die außerirdischen Souvenirsammler, insbesondere Homer G. Adams schließt quasi Freundschaft mit einem der Fremden. Dabei erhält er aber auch technische Geheimnisse dieses Volkes. Rico und Quino Soptor setzen ihre Odyssee fort. Am Grunde des Atlantiks entdecken sie ein havariertes arkonidisches Raumschiff und eine Tiefseekuppel. Rico, dessen Gedächtnis seit seiner Beschädigung Lücken aufweist, spürt, dass diese Kuppel sein Ziel darstellt und er erwartet dort seinen geheimnisvollen Meister zu treffen. Aber die Kuppel ist verlassen. Der Meister, so finden sie heraus, hat sich via Transmitter an ein unbekanntes Ziel abgesetzt. Sie folgen dem Unbekannten durch diesen Transmitter. Später in dieser Staffel will Crest denselben Weg antreten, entscheidet sich aber kurzerhand doch anders. Generell werden wir zu den Transmittern in dieser Staffel einiges hören. Dazu später mehr. Soptor und Rico gelingt die Flucht. Gerade in jenem Moment, an dem ein Team aus Mutanten aus Terrania, Mitgliedern der frisch gegründeten Terranischen Union und dem Geheimdienstchef Alan D. Mercent den Unterwasserstützpunkt stürmt. Rico, von dem man sich Antworten über seine Herkunft erhofft hat, ist entkommen. Aber immerhin entdecken auch sie das havarierte Raumschiff am Meeresgrund. Und Überraschung, es ist die Tosoma, deren Beiboot Roden in Good Hope umgetauft hat. Weniger Erfolg haben die von den Phantan entführten Menschen um Reginald Bull. Die Mutantin Sue Mirafiore reagiert negativ auf den Transitionsantrieb der Fremden und droht an den Folgen zu sterben. Mithilfe des Teleporters Sid Gonzales gelingt den Entführten zwar die Flucht, durch dieses Husarenstück machen sie sich aber erst recht als Besun interessant. Sie werden von den Phantan also wieder eingefangen und auf die Raumstation Myrana gebracht. Dort treffen sie auf weiteres Leben des Besun, nämlich den Arafulka, der Sues fehlgebildeten Arm heilt, und damit lernen sie auch ein weiteres arkonidisches Zweigvolk kennen. Und außerdem treffen sie auf ein Wesen, das wie Sid und Sue Parakräfte hat und ebenfalls als Besun gefangen gehalten wird, den Mausbiber Guki, der sich ihnen anschließt. Und mit seiner Hilfe gelingt ihnen im Folgeband endgültig die Flucht. Transmitter scheint es im Vega-System en masse zu geben. Roden und seine Getreuen entdecken sie während ihrer Flucht vor den topsidischen Besatzern. Die Terraner haben das Glück, dass die Feronen in ihnen Lichtbringer sehen. Sie versuchen diesen Eindruck zu zerstreuen, aber die Feronen bestehen darauf. Immerhin kommen die Helden so in Kontakt mit den Anhängern des feronischen Herrschers, dem Tort. Und sie erfahren, dass die Transmitter nicht von den Feronen gebaut wurden, sondern dass sie ein Geschenk von einem gewissen Kelon waren, der sie ihnen vor Jahrtausenden übergeben hat. Bei dem Namen Kelon horcht Rodan auf, denn das klingt wie Kerlon und so hieß ja der Typ, dessen Notruf die Terraner gefolgt sind. Wie das wohl alles zusammenpasst? Thora findet in topsidischer Gefangenschaft derweil heraus, dass die Topsider aus demselben Grund in der Gegend sind, der sie und Crest ursprünglich nach Terra verschlagen hat, nämlich die Suche nach der Welt des ewigen Lebens. Kurze Zeit später wird Thora von Roden und seinen Mitstreitern befreit. Nach einigen Wirrungen gelangt Roden via Transmitter auf den Vegaplaneten Lanol. Zunächst hat er dort eine Begegnung mit seinem totgeglaubten Verbündeten Ernst Ellert, der in der letzten Staffel ums Leben kam und nun als körperloses Bewusstsein den Kosmos und die Zeit durchstreift.
Ellard macht eine vage Prophezeiung über die Zukunft der Menschheit, bevor er verschwindet. Dann begegnet Roden Kerlon. Der Akonide hat die Jahrtausende im Tiefschlaf überstanden und ist zwischenzeitlich so ein bisschen gaga geworden. Er weiß aber zumindest noch, dass er einst auf der prähistorischen Erde, damals hieß sie Lasav 3, unter einem Kommandanten gedient hat, der dann eines Tages scheinbar aufgehört hat zu altern. Thora wird hellhörig, denn all das passt zu der Legende von der Welt des ewigen Lebens. Hat der unbekannte Akoniden-Kommandant diese Welt etwa entdeckt? Als die Helden mit Kerlons Hilfe dann auch noch herausfinden, dass einer der Planeten des Vega-Systems im Laufe der Jahrtausende irgendwann verschwunden ist das zu viel für den Alten und er stirbt entkräftet. Der Leser fragt sich, ist der verschwundene Planet die gesuchte Welt der Unsterblichkeit? Wie sich zeigt, wimmelt es in unseren Ecken der Milchstraße von havarierten Kugelraumern. Kerlon hinterlässt ein weiteres Beiboot, es ist die Tosoma 10, und die übernimmt Roden, um mit ihr in den Kampf gegen die Topsider einzugreifen. Später wird er ihr in Anlehnung an die havarierte Good Hope den Namen Last Hope verleihen. Zurück ins Sol-System. Julian Tiffler entdeckt derweil einen weiteren Kugelraumer auf dem Saturnmond Titan. Dort trifft er außerdem das Energiewesen Harno, das sich mit seinem Freund Hanahan vereint, daher der Name. Und sie erhalten Codes, mit deren Hilfe Krest und Tatjana Michalowna auf der Erde an Bord der Tosoma am Meeresgrund gelangen. Sie nehmen das Schiff für die Menschheit in Besitz. Kommandant wird Leslie Pounder. Es kommt zu einer Zuspitzung des Konflikts mit den Phantan, die sich zunehmend als Bedrohung herausstellen. Plündernd ziehen sie über die Erde, nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Sogar an der Golden Gate Bridge versuchen sie sich. An Bord der Tosoma fordert Pounder die Phantan auf, die Erde zu verlassen. Es kommt zu einem Gefecht, das aber abrupt endet, als die Phantan von alleine das Feld räumen. Wie sich herausstellt, ist ihr Ziel diesmal das Vega-System, denn sie haben von den Kämpfen dort gehört und erhoffen sich wertvolles Besun. Am Ende der Staffel laufen alle Fäden zusammen. Im Vega-System treffen Rodens Leute auf der Last Hope, Ponders Crew auf der Tosoma, die vor den Phantan geflohenen Bull, Manoli, Sitsu und Guki sowie die Helden auf Seiten der Topsider und Feronen aufeinander. Die Staffel endet mit einer finalen Schlacht. In deren Verlauf wird die Ruger Krähen zerstört. Das ist das akonidische Schlachtschiff, das von Topsidern gekapert wurde und die Good Hope zerstört hat. So ihres militärischen Rückgrats beraubt, müssen die Topsider sich auf Friedensverhandlungen einlassen. Roden hat an diesen Verhandlungen Anteil und das Ergebnis: Die Topsider erhalten 2 Transmitter, damit sie nicht leer ausgehen, dafür sollen sie den Feronen beim Wiederaufbau helfen. Die Phantan sollen dasselbe tun, dürfen als Belohnung aber in den Trümmern nach Besun suchen. Als die Terraner endlich nach Hause zurückkehren, bittet der topsidische Weise Tricahon Roden, ihn begleiten zu dürfen, denn im Sol-System erhofft er sich Hinweise auf die Welt des ewigen Lebens. Roden gewährt ihm diese Bitte. Tricahon habe ich in dieser Zusammenfassung so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Er spielt eigentlich eine recht große Rolle in dieser Staffel und er wird auch in der kommenden auftauchen. Die erste Staffel von Perry Roden Neo war noch sehr nah am Original, aber schon in der zweiten wird es ein bisschen freier und die Unterschiede zur Hauptserie treten ein wenig mehr in den Vordergrund. Am auffälligsten ist das bei den Phantan. Phantan-Leute hießen sie in der Hauptserie und anno 1961 wurden die ziemlich unzeremoniell abserviert. Hier erfährt man endlich, wer dieses Volk ist. Sie bekommen eine eigene Kultur und eine eigene Mentalität, anstatt nur mal im Nebensatz erwähnt und dann abgeschossen zu werden. Chefautor Frank Borsch hat hier eine Chance genutzt, die im Original offen gestanden so ein bisschen vertan war. Dasselbe gilt für die Topsider, die im Original nur tumbe Bösewichte waren, hier aber immerhin einen Ehrenkodex und eine Art Religion bekommen, die sie etwas vielschichtiger machen. Die Good Hope war im Original ein Beiboot jenes ursprünglich namenlosen Forschungskreuzers, mit dem Krest und Thora auf dem Mond notgelandet sind. Hier hieß das Schiff jetzt Aetron. Und kein 10.000 Jahre altes Relikt von der Venus. Eine Last Hope gab es in der Originalserie, zumindest im Vega-Abschnitt, nicht. Leser der Originalserie erkennen in der Tiefseekuppel, die Rico aufsucht, natürlich das Versteck des Akoniden Atlan. Dessen Auftauchen wird hier nur angedeutet, ein Gänsehautmoment für die Kenner. Ansonsten gibt's hier, wie in Staffel 1, viel sogenanntes Name-Dropping.
Trygger Hon, Craig Orn, Los O'Shea, Timothy Hanahan, das sind alles Namen, die der Leser der Ursprungsromane von 1961 kennt und die ihn schmunzeln lassen. Aber wir lernen auch die Neo-Gegenparts einiger Hauptfiguren kennen. Die wichtigsten sind Julian Tiffler und natürlich der Mausbiber Gookie. Gookie unterscheidet sich vor allem in seiner Backstory vom Original, dazu mehr in einer späteren Folge. Geschafft. Danke wie immer fürs Zuschauen. In 2 Monaten geht's weiter mit Neo. Der nächste Spoiler-Alarm kommt aber, wenn nichts dazwischen kommt, schon nächste Woche. Wegen dem Clark Dalton Geburtstagsvideo haben wir die ursprüngliche Reihenfolge ein bisschen verändert. In der Hauptserie geht's bei uns dann weiter mit den Bänden 300 bis 349 und damit der ersten Hälfte des M87-Zyklus. Old Man, Bestien und Uleb, jede Menge gutes Zeug. Freu dich schon mal drauf. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Perry Rhodan lesen oder Hörbuch hören.